Welcher ist der beste Performance-Golf? Auf dem Lausitzring südlich von Berlin kommt es zum Showdown zwischen dem Golf GTI Clubsport und dem Golf R. 300 gegen 333 PS, Front gegen Allradantrieb. Ikonisches GTI gegen radikales R. Wo stimmt die Preis-Leistung? Wer überzeugt mehr? Und welches Konzept passt besser zu welchem Typ Mensch? Seit 1976 kennzeichnet Volkswagen die sportlichere Version ihres Kassenschlagers Golf mit dem Kürzel GTI. 3 Buchstaben, die heute ikonisch sind und eine riesige Fangemeinde gebildet haben. 2002 haben sie dann auf den schon sportlichen GTI noch einen draufgesetzt. R32 hieß der Vorgänger des heutigen Rs. Und heute hier am Lausitzring stehen beide mal nebeneinander. Und wir haben die Möglichkeiten, wirklich in einem Kopf-an-Kopf-Rennen mal beide zu vergleichen und zu gucken, welcher ist die bessere Wahl für wen. Leistungstechnisch unterscheiden sie sich wirklich kaum. Von daher, wenn wir irgendwo einen fahrdynamischen Unterschied herausfahren wollen, dann hier auf der Rennstrecke. Für unser Kopf-an-Kopf-Duell fahren wir den Golf GTI als Clubsport. Der hebt sich nicht nur optisch vom Basis GTI ab, sondern hat auch 300 statt 265 PS unter der Haube. Preislich geht es bei knapp 50.000 € los, also rund 3.500 über dem normalen GTI. Damit ist der GTI Clubsport wiederum etwas über 5.500 € günstiger als der Golf R. Hier haben wir 333 PS an Bord. Und der größte Unterschied zum GTI: Allrad statt Frontantrieb. Aufgrund des höheren Preises sind die Erwartungen an den R etwas größer. Kann er diese erfüllen? Oder spricht vielleicht sogar doch etwas mehr für den GTI? Beginnen wir doch mal mit einem kleinen Walkaround ums Auto herum. Denn viele stellen sich vielleicht die Frage, wie unterscheide ich denn überhaupt jetzt so einen GTI Clubsport von einem normalen GTI? Generell gesprochen, fast alle Golfmodelle unterscheiden sich hier unten in der unteren Grillpartie ganz besonders. Und hier beim Clubsport ist es dieser Bumerang, wie ich ihn nennen würde. Beim normalen GTI geht es hier so nur nach oben. Hier macht es nochmal einen Knick. Finde ich, sieht nochmal eine Ecke geiler aus. Wenn wir an der Seite entlang gehen, fällt der Sticker auf. Das kennen wir auch schon von vorigen Clubsport-Modellen. Daran erkennt man ihn. Kann man natürlich aber auch bei seinem normalen GTI nachträglich draufhauen. Hier fällt vielleicht noch auf, wie beim Golf R ist hier der Heckspoiler offen, ist aber optional, kann man also auch geschlossen haben. Und dann die nächste Frage, die sich stellt: Wie unterscheide ich ihn eigentlich zum Vor-Facelift-Modell? Also wir haben neue LED-Rückleuchten. Wir haben jetzt das GTI-Logo hier unter dem Rückspiegel. Außerdem haben wir natürlich mit dem Facelift neue Felgen im Angebot. Das hier sind jetzt die Queenstown, sind 19 Zeller. Und wenn ich mir die so angucke, irgendwie erinnert es mich an Alfa Romeo. Aber gut, beim Golf 5 waren sie auch schon so in der Richtung. Frontpartie wurde natürlich wieder ein bisschen geändert. Alle Facelift-Modelle haben jetzt die etwas schmaleren Frontlichter. Aber um das auf der Straße zu erkennen, musst du echt schon beide Modelle nebeneinander stehen haben. Genug der Theorie, auf zur Praxis. Der VW Golf gehört mit über 35 Millionen verkauften Fahrzeugen zu den meistgebauten Autos der Welt. Aber selbst der GTI ist mittlerweile zweifacher Millionär mit 2,3 Millionen gebauten Exemplaren. Bis heute ist er damit der erfolgreichste Kompaktsportwagen der Welt. (1976) ging der Golf 1 GTI in Serie. Damit gehörte VW zu den ersten, die auch in der Kompaktklasse eine performantere Version angeboten haben. Wie erfolgreich das Modell einmal werden sollte, hat damals vermutlich niemand geahnt. Der GTI findet Millionen Fans auf der ganzen Welt. Das bekannte GTI-Treffen am Wörthersee zog teilweise bis zu 200.000 Teilnehmer an. Ja,
dieser Kult, das ist auf jeden Fall schon mal ein Argument für den GTI. Das kann der Golf R einfach nicht vorweisen. Und hier im Innenraum haben wir mehr oder weniger eine Pattsituation, weil die Innenräume sind fast identisch. Großer, signifikanter Unterschied ist vielleicht noch das Lenkrad. Wir haben hier etwas kleinere Schaltwippen als im R und wir haben haptische Tasten am Lenkrad. Das wird einige freuen, die Rückkehr der haptischen Tasten. Hat der Golf R nicht, hat da aber den Hintergrund, der brauchte noch einen einzelnen Knopf für den R-Modus und der hätte hier nicht mehr drauf gepasst. Deswegen hat der noch die alten Touchpad-Tasten. Mit dem Facelift hält auch das Infotainment-System MIB4 Einzug in den Innenraum. Und damit auch das 12,9 Zoll große Touch-Display. Rote Ziernähte und Logos verraten, dass es sich um den GTI handelt. Carbon-Akzente unterstreichen den sportlichen Look. Der MIB4 beinhaltet auch die Implementierung von ChatGPT im Auto. Also wenn hier unsere Sprachassistentin Ida mal nicht weiter weiß, dann fragt sie einfach ChatGPT. Und das können wir ja mal ausprobieren, ob die auch schon was zu diesen Fahrzeugen hier zum Golf sagen kann. Hallo Ida, wenn man einen 2024 Golf GTI Clubsport mit einem 2024 Golf R auf der Rennstrecke vergleicht, wer wird besser abschneiden? Laut ChatGPT, es ist schwer vorherzusagen, welches Auto besser abschneiden wird, da dies von verschiedenen Faktoren wie Leistung, Handling und Fahrerfähigkeiten abhängt. Also die Antwort stellt mich zwar jetzt nicht zufrieden, aber es ist zumindest ein gutes Zeichen, dass mein Beruf als Motorjournalist im Moment noch gesichert ist und noch nicht von der künstlichen Intelligenz übernommen werden kann. Im Gegensatz zum GTI gibt es den R auch als Kombi-Version. Bei VW Variant genannt. Wir schnappen uns aber den klassischen Hatchback. Auch hier starten wir mal wieder mit einem kleinen Walkaround und gucken, was sich geändert hat. Natürlich auch wieder die Frontpartie unten. Ist jetzt alles sehr breit gezogen, sehr offen im Gegensatz zum Vor-Facelift-Modell. Darüber findet sich das illuminierte Volkswagen-Logo mit einer blauen Leiste hier rüber. Die ist hier jetzt allerdings in schwarz gehalten zu den neuen Frontscheinwerfern. An der Seite haben wir jetzt auch hier das R-Logo unterm Rückspiegel. Und die Felgen, das sind die Warmenau-Felgen, auch wieder 19 Zoll. Warmenau ist ein Stadtteil von Wolfsburg und da sitzt das Volkswagen R-Department, also so ein bisschen wie die M GmbH von BMW oder AMG von Mercedes. Und diese Felgen sind pro Stück 2 Kilogramm leichter als die Serienfelgen. Heißt insgesamt eine Gewichtsersparnis von 8 Kilogramm. Trotzdem, und jetzt kommen wir wieder zu einem Pluspunkt für den GTI Clubsport, wiegt der R 1548 Kilo und das sind roundabout 90 Kilogramm mehr als der GTI Clubsport. Deswegen liegt jetzt gerade der GTI so ein bisschen nach Punkten vorne, aber ich bin mir sicher, wenn wir mal einsteigen und ein bisschen fahren, dann werden wir auch noch ein paar Pluspunkte für den R herausfinden können. 26 Jahre nach dem ersten Golf GTI führt VW 2002 den R32 ein. Die 32 steht stellvertretend für die 3,2 Liter Hubraum des VR6-Zylinders. Mit dem R32 im Golf 4 damals wurde ja auch das DSG-Getriebe erstmals in der Kompaktklasse eingeführt. Und das war natürlich einmal ein toller Moment, um das mit dem Golf zu zelebrieren. Und natürlich, wir haben schon dann damals den Bedarf gesehen, dass auch über dem GTI noch Platz ist für ein noch sportlicheres Modell, wo man einfach zeigen kann, das ist möglich mit einem Golf. Die Frage ist allerdings, bei einem Leistungsunterschied von gerade einmal 33 PS, ist der Golf R wirklich merklich sportlicher unterwegs? Also noch ist der Eindruck frisch. Ich würde sagen, wir machen mal einen kleinen Soundvergleich. Wir haben in beiden Fahrzeugen, sowohl im GTI Clubsport als auch in dem, optional eine Akrapovic-Anlage drunter, Titan-Abgasanlage. Und das sind aber verschiedene. Hier haben wir zum Beispiel eine vierflutige und hier haben wir auch einen ganz großen Unterschied, und zwar eine Klappensteuerung mit drin. Wenn ich in den Sportmodus komme, einmal gut hinhören. Ja, gehen Klappen auf, wird schon mal direkt lauter. Und ja, ich räume es mal ein bisschen ab, um einmal ein bisschen durchzuziehen, um mal zu hören, wie der so klingt. Ja. Ja, okay. Also Soundpunkt geht schon mal auf jeden Fall an den R. Da hört man schon einen deutlichen Unterschied. Wobei ich schon sagen muss, es ist auch wieder sehr gut gedämmt. Also ich könnte mir vorstellen, dass man von draußen den Sound noch mal wieder besser wahrnimmt als hier drin.
Punkt für den R. Höhere Emotionalität dank besserem Sound. Wer mit dem Gedanken spielt, sich einen R zu konfigurieren, dem empfehle ich auf jeden Fall einen Haken beim R-Performance-Paket zu machen. Allein schon für den Wiederverkaufswert. Aber da sind so Sachen dabei, wie die Maximalgeschwindigkeit wird von 250 auf 270 gesetzt. Man hat die 19 Zoll Felgen mit dabei. GPS, Lap-Timer ist mit dabei. Und wir haben noch 2 zusätzliche Fahrmodi. Da können wir ja mal reingehen. Hier über Race kommen wir auf Special zum Beispiel. Das kennen wir aber auch aus dem GTI schon. Ein Modus, der auf die Nordschleife, auf die Nürburgring-Nordschleife zugeschnitten ist. Der ist halt, alle Parameter sind voll auf Sport, nur eben die Dämpfer, die sind weich. Und wer mal die Nordschleife gefahren ist, der weiß, es ist relativ bumpy und ruckelig, das ist genau der richtige Modus. Außerdem haben wir noch einen Drift-Modus an Bord. Der wäre jetzt eher unsinnig für den GTI, weil es ist ein Fronttriebler. Hier haben wir Allrad, hier ist das schon sinnvoller. Und vielleicht können wir das gleich auch noch ausprobieren. Der R kostet 5.500 € mehr als der GTI Clubsport. Beim Fahren erweist sich langsam auch sein Mehrwert. Kann das auf der Rennstrecke vielleicht nochmal gesteigert werden? Wir steigen erstmal wieder in den GTI Clubsport ein. Herzlich willkommen, wir sind auf der Rennstrecke. Wir sind im Golf GTI Clubsport. Erste Mal Lausitzring für mich. Ja, nicht wundern, wenn zwischendurch der Instruktor hier mal reinlabert. Wir fahren, sagen wir mal, in die Richtung 3 Runden. Ich bin schon mal im ersten Moment sehr positiv überrascht. Selbst wenn ich den Wagen aus der Kurve rausziehe, habe ich nicht das Gefühl, dass ich so untersteuere, sondern der kommt mit dem Heck schön um die Ecke rum. Verzögert wird auch sehr gut. Gelochten Bremsscheiben. Tatsächlich ist es so, dass der GTI Clubsport dem normalen GTI auf der Nordschleife 13 Sekunden abnimmt. Das ist schon eine ordentliche Hausnummer. Für eine verbesserte Dynamik und weniger Untersteuern im Vergleich zum Vorgänger sorgen unter anderem die elektronische Vorderachs-Quersperre und die optionale Dämpferregelung DCC. Sowohl beim GTI Clubsport als auch beim R gibt es eine Turbolader-Vorspannung. Das heißt, auch bei Teillast wird der Turbolader immer so ein bisschen auf Umdrehung gehalten. Hat natürlich zur Folge, dass wenn man dann wirklich die komplette Power abrufen will, ist der Turbo sofort da und gibt dir sofort Leistung und Schub nach vorne. Das heißt, dieses Turboloch wird so gemildert. Hier wird man ein bisschen durchgeschüttelt an der Stelle. Das ist geil, das macht Spaß. Ich bin ein bisschen mit dem Kopf woanders, deswegen ist es immer schwierig, da jetzt sowas zu erzählen. Ich muss sagen, sau cool, also macht sehr viel Spaß. Ich bin überrascht, wie wenig er untersteuert. Soundmäßig ist, glaube ich, noch ein bisschen Luft nach oben. Da bin ich gleich gespannt auf den R. Ohne Pause geht es direkt über zum 33 PS stärkeren Golf R mit Allradantrieb. So, jetzt sind wir umgestiegen in den R. Ich bin sehr gespannt, wie groß der Unterschied ist. Also was mir auf jeden Fall schon mal gesagt wurde, ist, dass man mit den Autos komplett verschieden fährt. Während man den Clubsport so ein bisschen in die Kurve reinbremst, muss man mit dem R vor der Kurve bremsen, damit man schon in der Kurve wieder raus beschleunigen kann. Denn erst so wird quasi das Torque Vectoring sinnvoll und man merkt es. Aber auf jeden Fall kann ich hier schon mal in der Kurve ordentlich Gas geben. Leicht merke ich sogar das Heck, wie es tänzelt. Und jetzt schon Gas geben in der Kurve. Und so kann man hier sich richtig schön rausholen aus der Kurve. Das hintere rechte Rad wird dann angetrieben und besonders nochmal angeschoben und schiebt einen so ein bisschen um die Kurve rum. Der Unterschied zwischen Vorderradantrieb und Allradantrieb, den merkst du natürlich an vielen Stellen, aber vor allem auch an der Beschleunigung. Von 0 auf 100 ist der R nämlich eine Sekunde schneller als der GTI Clubsport. Und das merkst du natürlich hier auch gerade, wenn du aus den Kurven raus beschleunigst und auf Geschwindigkeit kommen willst. Also das muss man schon wirklich sagen, hier merkt man dann doch schon einen Unterschied zum R. Der macht hier einfach noch deutlich mehr Spaß.
Kann sein, dass ich es mir einbilde, aber irgendwie meine ich, habe gespürt, dass der R auch ein Ticken schwerer ist. Gerade in den Kurven habe ich doch öfter mal Reifenquietschen gemerkt. Kann natürlich aber auch daran liegen, dass ich erst ein paar Runden mit dem GTI gedreht habe und dann mit dem R und kannte die Strecke schon ein bisschen besser und habe dann halt auch mehr Gas gegeben. Und dann geht der kleine Trackday auf dem Lausitzring zu Ende. Welcher ist nur der bessere Golf? Zwei relativ ähnliche Fahrzeuge, sowohl optisch als auch auf dem Datenblatt. Und auch auf der Landstraße war kein so großer Unterschied zu spüren. Vielleicht gehört durch die Akrapovic-Anlage. Aber hier auf dem Racetrack, da hat man wirklich auch mal einen Unterschied gespürt. Und jetzt ist die Frage, ist der R wirklich auch den Aufpreis wert? Und ich würde sagen, für den einen oder anderen ja. Also wer wirklich gerne mal auf die Rennstrecke geht, auf der Nordschleife oder so, dann habe ich hier einfach noch mal einen riesen Plus an Performance, Power und natürlich auch die bessere Rundenzeit im Endeffekt. Aber auch für den GTI spricht so einiges. Er ist leichter und einfach dieses legendäre GTI-Kürzel, das macht schon einfach was her. Wer sein Auto, also so wie ich wahrscheinlich, zu 99% auf öffentlichen Straßen fährt, der ist wahrscheinlich sogar mit dem GTI besser aufgehoben, spart sich ein bisschen Geld und kann das wiederum in Benzin investieren. Und für alle, die eine freie, bewässerte Fläche im Garten haben, gibt es da noch einen Grund für den R.